Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Wochenende gab es bei uns einen schnellen Obstboden mit Erdbeeren. Das Rezept dafür möchte ich euch heute gerne vorstellen. Dafür als erstes eine Obstbodenform gut mit Butter einfetten und danach mit etwas Mehl einstreuen. Als nächstes für den Teig 3 Eier, 75 Gramm geschmolzene Butter und 100 Gramm Zucker in eine Rührschüssel geben und mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine 2 bis 3 Minuten schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, ein feines Sieb hernehmen, einen gehäuften Teelöffel Backpulver sowie 125 Gramm Mehl zum Teig sieben und anschließend mit einem Schneebesen oder dem Mixer unterrühren, bis daraus ein glatter und zähflüssiger Teig entstanden ist. Den Teig jetzt in die vorbereitete Backform gießen. Wenn ihr keine Obstbodenform besitzt, könnt ihr hier natürlich auch eine ganz normale Springform verwenden. Den Teig gleichmäßig bis zum Rand darin verstreichen und danach für 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben und goldbraun abbacken. Den fertigen Obstboden dann aus dem Ofen holen, vorsichtig mit Hilfe von 2 Topflappen auf ein Gitter stürzen und erstmal komplett abkühlen lassen. Als nächstes habe ich hier 150 Gramm weiße Schokolade. Die Schokolade einfach grob mit einem Messer hacken. Dann 75 Milliliter Sahne in einen kleinen Topf gießen, bei niedriger bis mittlerer Hitze zum Köcheln bringen und sobald es köchelt, sofort vom Herd ziehen, die heiße Sahne über die gehackte Schokolade gießen, alles circa 1 Minute stehen lassen und anschließend mit einem Löffel verrühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Die weiße Schokosoße jetzt auf den ausgekühlten Obstboden gießen und gleichmäßig darauf verstreichen. Alternativ könnt ihr natürlich auch geschmolzene Vollmilchschokolade, geschlagene Sahne oder auch Vanillepudding verwenden. Jetzt fehlen nur noch die Erdbeeren. Einfach nebeneinander auf dem Obstboden anrichten, bis die gesamte Oberfläche mit Erdbeeren bedeckt ist. Zum Schluss noch mit ein paar Mandelblättchen garnieren und dann sind wir auch schon fertig. Den Erdbeerboden jetzt sofort servieren oder aber bis zum Anrichten nochmal in den Kühlschrank stellen und dann in Stücke schneiden, auf Tellern verteilen und mit einem Klecks geschlagener Sahne servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.